Heute brechen wir Klischees. Wir sprechen nämlich über einen französischen Panzer, der besser war als die Deutschen der damaligen Zeit. Er war sogar so gut, dass die Streitkräfte der USA diesen Panzer damals nachbauen wollten. Willkommen in der Notenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ich bin richtig stolz, dieses Set noch neu für euch bekommen zu haben, da es schon lange EOL ist. Wir sprechen heute über das Kobi-Set 2493 und jetzt kommt es, nicht nur Deutsche konnten damals komplizierte Namen für Panzer, nein auch die Franzosen. Wir sprechen über den Saumur S35, den Char 1935S, wobei auch das mit den Namen alles noch gar nicht so richtig ist. Aber Freunde, dafür haben wir die Faktenzeit. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Inhalt dieses Kartons genauer an. Bonjour mon ami, aus der Small Army Serie World War II von 2017, das Kobi-Set 2493, 450 Steinchen schwer mit zwei coolen Minifiguren, unser Saumur S35, der Char 1935S, einer der berühmtesten Panzer Frankreichs in der Vorkriegszeit bzw. zum Anfang des Zweiten Weltkrieges. Ich bin richtig froh, euch dieses Schätzchen zeigen zu dürfen. Und schaut mal, hier hat sich noch ein anderes Kobi-Set reingemogelt. Wir sehen es an der roten 23 am Turm. Das ist nämlich hier unser Panzer 1 in der Ausführung A, das Kobi-Set 2474 Anton. Werden wir dann wohl auch bald mal reviewen müssen, wenn wir es schon hier auf dem Karton so präsentiert bekommen. Schauen wir uns die Rückseite an dieses coolen Sets. Wir sehen, es wird 18 cm lang und 9,5 cm breit. Wir können natürlich das Rohr bewegen, sowie die Ketten und den Turm. Fakten bekommt ihr gleich. Wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Foto und generell, ich freue mich richtig, euch bei diesem Set die Fakten zu erzählen. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir uns einmal natürlich anschauen, was sich im Karton verbirgt. Und da muss unser Panzer natürlich wieder für fliegen. Ja, Freunde, immer wieder ein Wunder, wie wenig mein Tisch wackelt, wenn so schwere Kobi-Panzersteine bei mir auf den Bautisch landen. Wir haben eine Bautüte 1, wir haben eine Bautüte 2, toller Kobi-Steine und wir haben eine riesige Anleitung. 2017 hat man bei Kobi wohl etwas Papier gespart. Sie ist fast so groß wie meine Hand. DIN A5 oder C6 sagt man dazu, Klammer gebunden, natürlich in der EU gedruckt. Schauen wir uns diese riesige Anleitung einmal an. Wir kennen Kobi-Anleitungen vielleicht noch nicht, deswegen erkläre ich es euch. Wir haben hier unsere Bautüte 1, mit der wir anfangen. Die reißen wir auf. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben, wie man sieht, keine Seitenzahlen, deswegen arbeiten wir uns von Step zu Step durch, bis irgendwann wir aufgefordert werden, die Tüte 2 zu öffnen. Der aktuelle Baustep ist immer farblich. Hier sehen wir es, der davor ist ausgegraut. Und fertig sind wir dann beim Baustep 66, wenn wir den Turm auf unseren kleinen Char drauf packen. Ich freue mich richtig, euch das Set vorzustellen. Vor allen Dingen freue ich mich auch immer bei so älteren Sets, euch die letzten Seiten zu zeigen, denn da gab es bei Kobi und gibt es ja heute auch noch immer noch mal Produktempfehlungen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr hier oben auf dem i schaut, werdet ihr das ein oder andere Set aus dieser Werbevorschau auch finden. Ja, Freunde, ich freue mich jetzt richtig, dieses Set, was jetzt ja auch schon wieder 7 Jahre alt ist, euch jetzt klemmen zu dürfen. Und vor allen Dingen freue ich mich noch mehr, euch Fakten zu liefern. Freunde, euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und Freunde, heute wird es einige Knoten geben in meiner Zunge. Wir sprechen natürlich über das historische Vorbild, wir sprechen über den Saumur S35. Der Saumur S35 war ein französischer mittlerer Kampfpanzer, der in den 1930er Jahren entwickelt wurde und während des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz kam. Seine Bezeichnung Saumur steht für Société des Hautes Mécaniques et des Usinage d'Artillerie oder so ähnlich. Das Unternehmen, das für die Herstellung verantwortlich war. Genau genommen heißt das Fahrzeug Char 1935S, wobei das Wort Char und dort
im Französischen als historisch für Streitwagen steht. Ähnliche Übersetzung kennen wir ja im Schwedischen, wo wir den Stridswagen haben, oder im Hebräischen bei Merkava. Heute bedeutet das Wort Char schlicht und einfach Panzer im Französischen. Also früher Streitwagen, heute Panzer. Die Entwicklung des S-35 begann im Jahr 1934, als die französische Armee die Notwendigkeit eines neuen, mittleren Panzers erkannte. Der Panzer war ein Produkt seiner Zeit mit einer starken Panzerung, einer leistungsfähigen Bewaffnung und für damalige Verhältnisse guten Fahreigenschaften. Mit einem Gewicht von ca. 19,5 Tonnen war der S-35 schwerer und besser geschützt als viele seiner Zeitgenossen. Die Panzerung war mit einer Stärke von bis zu 55 mm, insbesondere im Bereich des Turms, sehr beachtlich. Diese Panzerung war gegen die meisten zeitgenössischen Panzerabwehrwaffen widerstandsfähig. Der S-35 war mit einer 47 mm Kanone SA-35 L-32 bewaffnet, die sowohl gegen Panzer als auch gegen Infanterieziele effektiv sein konnte. Dazu kam ein koaxiales 7,5 mm Maschinengewehr für die Bekämpfung von weichen Zielen. Die Bewaffnung befand sich in einem vollständig drehbaren Turm, was damals nicht bei allen Panzerkonstruktionen üblich war. Angetrieben wurde der Panzer von einem 190 PS Motor, der ihm eine Höchstgeschwindigkeit von rund 40 km/h auf Straßen ermöglichte. Das war für die damalige Zeit relativ schnell und erlaubte eine gute taktische Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld. Die Produktion des S-35 begann 1936 und bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 waren über 400 Einheiten produziert worden. Der S-35 wurde als Teil der französischen Kavallerieeinheiten eingesetzt, was teilweise seine relativ hohe Beweglichkeit erklärt. Im Kampf erwies sich der S-35 als ziemlich effektiv, besonders während der Schlacht von Frankreich im Jahr 1940. Seine stärksten Gegner waren die deutschen Panzer, insbesondere die Panzer III und Panzer IV, gegen die er gut bestehen konnte. Allerdings war der S-35 in der Praxis durch seine Einsitzer-Turmkonfiguration eingeschränkt, was bedeutete, dass der Kommandant auch als Ladeschütze und Richtschütze fungieren musste. Dies war eine erhebliche Arbeitsbelastung und führte zu einer langsameren Feuergeschwindigkeit im Vergleich zu Panzern anderer Nationen, die über eine größere Besatzung im Turm verfügten. Nach dem Fall Frankreichs im Juni 1940 wurden viele S-35 von der deutschen Wehrmacht erbeutet und unter der Bezeichnung Panzerkampfwagen 35 S739 F für ihre eigenen Zwecke eingesetzt, oft in besetzten Gebieten oder für interne Sicherheitsaufgaben, zum Beispiel bei der Partisanenbekämpfung. Trotz seines fortschrittlichen Designs und seiner Fähigkeiten litt der S-35 unter einigen entscheidenden Nachteilen, die vor allem organisatorischer und strategischer Natur waren. Die französische Panzerdoktrin, die den Einsatz von Panzern in kleineren, unabhängigen Einheiten vorsah, verhinderte eine konzentrierte Anwendung von Panzerkräften, wie es die deutsche Blitzkriegstaktik vorsah. Die Produktion des S-35 wurde nach der französischen Niederlage eingestellt und trotz der Versuche, verbesserte Versionen wie den Saumur S-40 zu entwickeln, wurden keine Nachfolger in der Massenproduktion eingeführt. Der S-35 blieb als Beispiel für fortschrittliche Panzertechnik seiner Zeit in Erinnerung, dessen volles Potenzial jedoch nie vollständig im Rahmen einer koordinierten Panzerkriegsführung realisiert wurde. Die von mir erwähnte Nachproduktion des S-35 in den Vereinigten Staaten kam nur deswegen nicht zustande, da Frankreich 1940 gegen Deutschland und Italien kapitulierte. Kennt ihr die beste Zahl der Welt, nämlich die Antwort auf das Universum und das Ganze 42. 42 Minuten habe ich gebraucht für den wohl besten Panzer der französischen Streitkräfte, auf jeden Fall zu Anfang des Zweiten Weltkrieges stand damals. Die 2493 der Saumur S-35 Char 1935 S aus der Small Army Serie World War II. Natürlich von Kobi, 450 Steinchen schwer, 2 Minifiguren. Und fangen wir einmal an mit den Steinchen. Wir haben nämlich eine Menge über. Für die damalige Zeit war das bei Kobi relativ normal. So große Axtsteine hat man heute eigentlich selten bei Kobi über. Und hier sogar so eine Handgranate. Ich weiß gar nicht, wie die sich reingemogelt hat. Aber ich nehme extra Teile immer gerne, gehen gleich hier unter meinen Tisch. Da ist nämlich mein Kobi-Teilelager. Bupp. Gleich reingeworfen. Die Anleitung ist erschreckend klein für so einen großen Karton. Ihr seht, die ist halt Postkartengröße. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Hier an der Anleitung
gibt es aber nichts auszusetzen, außer dass hier die Renderbilder noch etwas anders sind. Sie wirken wirklich so, wirklich, ja, wie von einer anderen Version von ihrem Cut-Programm, mit dem sie das machen bei Kobi. Es wirkt wirklich so wie diese Renderbilder, die man heute sieht bei Kobi, wenn sie die ersten Produktbilder zeigen. Sonst habe ich hier an der Anleitung nichts auszusetzen. Sie ist ja auch niegelnagelneu und ich freue mich wirklich so, Freunde, hier demnächst euch das ein oder andere Set vorstellen zu dürfen und gerade ganz frisch ja announced, dass es von Kobi bald einen neuen IS-3 geben wird. Als hätte ich es gewusst, als ich dieses Set hier ausgepackt habe. Kommen wir zu den Minifiguren und da gibt es das Interessantes. Wir haben ja 2 an der Zahl und ich finde es wirklich cool, dass wir hier französische Soldaten haben. Und fangen wir mal gleich an mit unseren französischen Lanzer hier mit den Adrian-Helm mit Karabiner, dieser typischen auch braunen Uniform hier mit Gurthaltesystem für die Munition natürlich. Dieses typische Kobi-Gesicht der damaligen Zeit, wirkt immer so ein bisschen wie eingedrückt. Ich muss immer an Homer Simpson denken, wenn er das sauerste Bonbon der Welt lutscht. So sehen die immer ein bisschen aus. Da der berühmte Helm, die Schuhe schwarz und die Rückseite nicht bedruckt. Aber ihr seht es, ich habe den Helm verkehrt rum. Schande, Schande, Asche auf mein Haupt. So gehört es natürlich richtig. Ihr seht aber auch die Figur gleich nochmal in groß. Finde ich aber cool hier diesen Druck. Dann haben wir eine Figur, die wir sogar aus einem neueren Set kennen, nämlich da hinten seht ihr die Figur auch. Wir haben hier unseren Panzerkommandanten mit diesem Oberteil und dieser blauen Halskrause bzw. des Halstuches. Das ist der gleiche Torso wie bei unserem 2553, dem Renault. Da haben wir auch dieses braune Oberteil mit diesem Gurt. Natürlich dann nicht mit Barett, wie der hier mit Brille auch und Dienstglas und Pistole, sondern wir haben dort das gleiche Oberteilchen, auch mit Dienstglas und Pistole, nur halt hier mit Helm und anderen Kopf. Aber da könnt ihr es mal sehen, das gleiche Oberteil, der gleiche Torso. Finde ich ziemlich cool. Was für ein Glück, dass ich hier den 2553 gleich in der Hand hatte. Ja, also, Kobi recycelt da ein bisschen die Drucke. Wenn sie gut sind, warum nicht? Kommen wir jetzt aber zu dem Set, auf das ich mich richtig gefreut habe, weil ich dieses Set noch modifizieren möchte. Es hat eine tolle Geschichte. Hier geht es ja auch natürlich immer um Klemmbausteine, das ist das Wichtigste, aber die Geschichten dahinter und wie gesagt, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr meinem Kanal folgt, gerade solche Sets wie hier dann der S35 bilden eine interessante Geschichte ab und dann baue ich die einfach gerne. Er wirkt etwas klobig, aber so war das Fahrzeug ja auch. Was mir gefällt ist, wir haben viele Drucke. Hier vorne die Luke. Wir haben links und rechts vom Turm die 28. Wir haben hier auf den großen 2x3er Slopes diese Gitter angedruckt. Das gefällt mir richtig gut an diesem Fahrzeug. Und es kommt relativ bunt daher. Das Hellgrau, das Schokoladenbraun, das Orange, das Grün mit dem schwarzen Drucken, generell schwarz und grau. Hier das Schwarz von unten und das Grau hier an den Haken und auch hier an der Verblendung oder Panzerung der Radaufhängung. Die wirkt ziemlich cool und dieses Fahrzeug lädt wirklich dazu ein, es umzubauen. Man kann diese ganzen Farben austauschen gegen vielleicht Grün und hat dann ein Beutefahrzeug der Wehrmacht oder. Was ich wirklich gut finde und deswegen wollte ich es euch auch zeigen, dieses Fahrzeug. Denn eine Bauweise, die damals dann schon eingeführt wurde, die Kobi mittlerweile ja auch öfter macht. Ich versuche mal hier die Aufhängung abzunehmen. Nämlich, dass wir hier in den Kästen, Kobi hat ja früher immer mit diesen schwarzen massiven Kästen gebaut beim Fahrwerk, dass wir hier Brackets drin haben, Brick Modifieds, und können damit dann hier die Verkleidung dran machen. Diese Bautechniken kennen wir bei Kobi jetzt auch, gerade bei den neueren Sets wieder verstärkt, um halt da auch Blenden oder die Fahrwerksaufhängung darzustellen. Hier ein kleiner Nupsi fürs Maschinengewehrchen und hier unsere Kanone, die sehr bleistiftmäßig daherkommt, aber halt die stärkste da in dem Fahrzeug war. Bisschen blöd ist, dass die Turmluke hier so durchhängt, aber ihr seht auch, wir haben hier Noppen. Wir könnten also die Figur sogar reinstellen. Nur mit einem Trick können wir sie aufnoppen, nämlich indem wir ja aus ihr den besten Lateinentänzer der Welt machen, nämlich hier die Hüfte einfach so drehen,
zack, dann können wir sie auch nach vorne gucken lassen, sonst labert sie lose drinne rum. Packen wir sie aber wieder raus. Also von den Figuren bin ich begeistert, von diesem Set bin ich begeistert. Es ist ja nicht mehr so günstig zu bekommen im Internet, aber vielleicht habt ihr Glück beim einen oder anderen Händler oder bei Kleinanzeigen dieses Set zu finden. Generell gefällt mir hier diese Verkleidung sowie diese Hinge-Technik, um Schrägen hinzubekommen, kennen wir ja beim Sherman zum Beispiel, was ich euch letztens gezeigt habe, oder bei vielen anderen Panzern, auch bei Kobi. Hier können wir noch mal so rein lunsen. Wenn ihr mal Geld verstecken wollt, hier holt ihr euch ein S35 von Kobi. Mir gefällt dieses Fahrzeug richtig gut. Ich habe es ein paar Mal gesagt. Es rollt auch relativ gut, trotz dieser Kettenverkleidung. Ich kann es euch jetzt hier auf meinem Bautisch nicht zeigen. Der ist einfach zu glatt. Ja, das Video ist auch bis hierhin sehr glatt gelaufen. Ich kann wirklich nichts sagen, außer dass vielleicht die Klemmkraft ein bisschen über die Jahre im Karton gelitten hat. Sehe ich nicht ganz so gut, wie wir das von neueren Kobi-Sets kennen, wobei es da ja auch mittlerweile immer so ein bisschen Schwankungen gibt, auf jeden Fall bei mir. Trotzdem für mich historisch ein tolles Set. Fehlt eigentlich nur noch von Kobi mal irgendwann ein Char B1, dann haben wir eigentlich alle französischen Panzer der Vorkriegszeit oder Anfang des Zweiten Weltkrieges durch. Ja, durch sind wir noch lange nicht, Freunde. Ihr bekommt gleich 360-Grad-Bilder von diesem Fahrzeug. Schreibt mir noch mal bis hierher eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr es generell, dass ich jetzt in letzter Zeit euch mal hier die Sets meiner Sammlung zeige? Heißt also wirklich hier ältere Schätzchen baue. Das mache ich nicht, weil ich die neuen Kobi-Sets blöd finde, sondern weil ich einfach diesen Mix mag. Ich möchte euch ja hier, wenn es geht, alles von Kobi zeigen. Das werde ich vielleicht nie in meinem Leben schaffen, aber ich versuche es. Das ist natürlich auch immer so eine Geldfrage, denn das ist ja hier alles privat finanziert, beziehungsweise natürlich durch die Werbung von YouTube, die ich durch euch bekomme. Aber ja, diese Kartons, hat mir mein guter Freund gesagt, die müssen aus dem Regal raus, weil so Klemmbaustein-Sets, die werden böse, wenn sie einfach im Regal stehen. Deswegen bauen wir jetzt auch verstärkt diese älteren Schätzchen, auch wenn ich immer sehe, wie viel Geld dann rausfliegt. Zum Beispiel da hinten sehen wir, der Panzer 3 in der Ausführung E hat mal 34,99 gekostet. Das kostet der jetzt neu wahrscheinlich nicht mehr, also in der OVP. Egal. Klemmen macht Spaß, Geschichten zu erzählen für euch macht auch Spaß. Daher wünsche ich euch jetzt nochmal viel Spaß bei den 360-Grad-Bildern und bei den Geschichten, die ich euch da nochmal erzählen werde. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr eine 360-Grad-Rundumsicht in Bewegtbild unseres Kobi-Sets, was wir gerade besprochen haben. Ich habe euch aber auch versprochen, dass ihr nochmal ein paar Fakten bekommt und die handeln sich natürlich um den Westfeldzug 1940 des ersten Blitzkrieges des Zweiten Weltkriegs über die Eroberung Frankreichs durch Deutschland und Italien. Habt ihr gewusst, dass Frankreich 1939 schon am 9. September in Deutschland einmarschiert ist? Bei der sogenannten Saaroffensive drangen Truppen um die 8 Kilometer in das Gebiet des Deutschen Reiches ein, verließen dieses aber wieder am 17. Oktober, da die Franzosen Angst vor einem Gegenschlag einer größeren Offensive aus dem Westen Deutschlands hatten. Die Wehrmacht leistete aber keinen großen Widerstand, da die Armeeführung keinen Zwei-Fronten-Krieg führen wollte und somit scheiterte Frankreichs vielleicht erfolgbarer schnelle Beendigungsversuch des Zweiten Weltkrieges. Frankreich wollte nicht mit der Sowjetunion brechen, diese ist ja am 17. September in Ostpolen einmarschiert. Daher zögerte Frankreich hier wirklich aggressiv vorzugehen und somit den eigentlich auch verbündeten polnischen Freund hier zu entlasten. Die Geschichte kennen wir. Was ihr auch vielleicht nicht wusstet, dass Frankreich Pläne hatte, bis 1941 erst wieder dann in Deutschland einzumarschieren, also an der französischen Ostgrenze aktiv Richtung Westdeutschland zu werden. Frankreich war politisch tief gespalten, hatte lange mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu kämpfen und zog daraus auch die falschen Schlüsse.
Die französische Armee war gänzlich defensiv ausgerichtet. Die Maginot-Linie, der Befestigungswall an der Grenze zu Deutschland, war das Allheilmittel, wurde so von der Armeeführung angesehen. Man vergaß, diese fortzuführen über die belgische Grenze, und ja, genau diesen neuralgischen Punkt nutzte ja die Wehrmacht mit den Sicheschlicht mit dem ersten Vorschuss durch die Ardennen aus. Das sind die strategischen Fehler, die die französische Armee gemacht hat. Mit der Sollstärke der Soldaten und auch der Stärke an Flugzeugen, Panzern und Kanonen hat dies nichts zu tun. Deswegen ist dieser übertriebene Franzosenwitz militärisch eigentlich total falsch. Aber da machen wir irgendwann nochmal ein richtiges Video drüber, wenn ich da noch mehr für euch recherchiert habe. Das war's bis hierhin, Freunde. Wir schauen uns jetzt zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als der Blockstar eine Orangina an der Tanke im Frankreich Urlaub äxt. Französische Tankstellen sind die besten. Wer jemals in Frankreich war, der weiß das. Aber ich schweife ab, Freunde. Das Set ist endlich ein Teil meiner Sammlung. Ich bin richtig froh, und das aus vielen Gründen. Nicht nur, weil ich halt Kubi-Sammler bin und mich die alten Sets reizen, und nicht nur, weil ich hier ein bisschen mit französischen Vorurteilen aufräumen will. Nein, weil ich dieses Fahrzeug in einen Mod umbauen möchte, nämlich in einen Beutepanzer. Viele S-35, das habe ich euch erzählt, wurden ja von der Wehrmacht erbeutet, und ich glaube, dieses Set kann man relativ leicht in einen deutschen Beutepanzer umbauen. Also quasi den S-35R. Auch wenn S-35, wissen wir, nicht der richtige Name war, habe ich euch ja gerade erzählt. Ja, Freunde, lasst mir doch gerne einen Kommentar zu diesem Set, zum Video unten in der Kommentarspalte da. Und wenn ihr eh schon da unten rumturnt, dann schaut mal vorbei bei der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Infos zum Set, und ich versuche euch auch da die Bauanleitung zu verlinken, wenn ihr vielleicht das gleiche machen wollt wie ich. Und wenn ihr damals seid, schaut mal, da gibt es auch die Kanalmitgliedschaft, weil die Kanalmitglieder bekommen auf jeden Fall als erstes die Bilder, wenn ich dieses Fahrzeug hier umgebaut habe. Ja, in diesem Sinne, Freunde, kann ich nur sagen, au revoir. Ich glaube, im Französischen kommt am Filmende immer ein Fin. Ich bleibe aber wie immer bei meinen typischen Abschlussworten. Wenn wir über ein Fahrzeug sprechen, wünsche ich euch eine gute Fahrt, und ich verbleibe mit Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.